Ist es besser, 2 außerordentlich glückliche Kinder zu haben oder 5 halbwegs glückliche? Sollten wir heute alle Ressourcen verbrauchen, um ein besseres Leben zu haben? Oder die Ressourcen für zukünftige Generationen schonen? Wer wird durch solche Entscheidungen geschädigt? Und wie viele Menschen sollten überhaupt existieren? Heute betrachten wir eine der abstoßendsten Konsequenzen der Moralphilosophie, die Repugnant Conclusion. Im letzten Video haben wir gesehen, dass wir bestimmte Handlungen als moralisch falsch beurteilen, obwohl sie niemanden schlechter stellen. Ein gängiges Beispiel sind Teenager-Schwangerschaften. Wenn Lisa beschließt, mit 14 Jahren schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen, wird dieses Kind schwierige Startbedingungen haben. Die meisten Menschen würden Lisa empfehlen, ein paar Jahre zu warten, um ihrem Kind einen besseren Start zu ermöglichen. Das Problem hierbei ist, dass durch Lisas Entscheidung benachteiligte Kind gäbe es bei einer anderen Entscheidung gar nicht. Hätte Lisa ein paar Jahre gewartet, wäre nicht dasselbe Kind mit besseren Startchancen, sondern ein anderes Kind zur Welt gekommen. Um ein negatives Ergebnis für eine Person zu vermeiden, müsste man in diesem Fall eine andere, nicht identische Person an ihre Stelle setzen. Die Entscheidung der Mutter ändert die Identität des zukünftigen Menschen. Dieses Problem nennt der britische Philosoph Derek Parfit Non-Identity-Problem. Die Frage ist, warum kann eine Handlung, die niemanden schlechter stellt, trotzdem moralisch falsch sein? Schau dir gerne mein vorheriges Video an, wenn dich dieses Thema genauer interessiert. Heute gehen wir einen Schritt weiter, denn unsere Entscheidungen können nicht nur die Identität, sondern auch die Anzahl zukünftiger Menschen verändern. Parfit nennt solche Entscheidungen verschiedene Anzahlentscheidungen. Er unterscheidet 3 Arten von Entscheidungen. Bei Gleiche-Personen-Entscheidungen existieren dieselben Menschen unabhängig von der Entscheidung. Wenn ich mein Kind absichtlich verletze, existiert weiterhin das identische Kind. Nur geht es ihm schlechter als vorher. Demgegenüber stehen verschiedene Personenentscheidungen. Bei gleicher Anzahl Entscheidungen existiert dieselbe Anzahl von Menschen, aber andere Individuen. Wenn sich Lisa entscheidet, mit 25 anstatt mit 14 schwanger zu werden, bekommt sie ein anderes Kind mit besseren Startchancen. Und bei verschiedener Anzahl Entscheidungen ändert sich sowohl Anzahl als auch Identität der Menschen. Wenn ich mich mit meinem Partner dafür entscheide, früh 5 Kinder zu bekommen, anstatt später 2, sind es sowohl mehr als auch andere Kinder. Die meisten unserer moralischen Intuitionen gelten für gleiche Personenentscheidungen. Doch solche Entscheidungen sind nicht so häufig, wie wir glauben. Tatsächlich beeinflussen sehr viele unserer Entscheidungen die Identität und die Anzahl zukünftiger Menschen. Und dann stehen wir vor dem Non-Identity-Problem. Die Repugnant Conclusion, die abscheuliche Schlussfolgerung, entsteht bei der letzten Art von Entscheidung, also bei Entscheidungen, die nicht nur beeinflussen, wer geboren wird, sondern auch, wie viele Menschen geboren werden. Parfit gibt in seinem Werk Reasons and Persons einen grafischen Überblick über die verschiedenen Arten von Entscheidungen. Bei der Beurteilung von Handlungen müssen wir uns zunächst fragen, würden je nach Entscheidung dieselben Menschen existieren? Lautet die Antwort ja, handelt es sich um eine gleiche Personenentscheidung. Lautet die Antwort nein, um eine verschiedene Personenentscheidung. Die zweite Frage ist dann, würde dieselbe Anzahl von Menschen existieren? Lautet hier die Antwort ja, ist es eine gleiche Anzahl Entscheidungen, lautet die Antwort nein, eine verschiedene Anzahl Entscheidungen. Das Non-Identity-Problem entsteht bei allen verschiedenen Personenentscheidungen, die Repugnant Conclusion bei verschiedene Anzahl Entscheidungen. Schauen wir uns nun einmal an konkreten Fallbeispielen an, warum solche Arten von Entscheidungen zu moralischen Problemen führen. Erster Fall. Ein Paar überlegt, wie viele Kinder es haben will. Beide arbeiten in normalen Jobs, Zeit und Ressourcen sind begrenzt. Wenn das Paar Mitte 30 2 Kinder bekommt, wird jedes von ihnen eine extrem hohe Lebensqualität haben. Jedes Kind hätte ein eigenes Zimmer, die Familie könnte 2-mal im Jahr in den Urlaub fahren. Doch das Paar könnte auch entscheiden, ab Anfang 20 5 Kinder zu bekommen. Diese hätten ebenfalls gute Leben, doch die Ressourcen, Zeit und Geld müssten anders verteilt werden. Die Kinder müssten sich ein Zimmer teilen, ein gemeinsamer Urlaub wäre nur alle 2 Jahre möglich. Die individuelle Lebensqualität der 5 Kinder wäre also niedriger als die der 2 Kinder, die das Paar alternativ haben könnte.
Die Gesamtsumme an Glück wäre jedoch höher, wenn das Paar 5 Kinder bekommt. Was sollte das Paar also tun? Fall 2. Eine Gesellschaft wächst langsam, aber stetig und verbraucht dabei immer mehr Ressourcen. Kurzfristig bringt das Wachstum Vorteile, eine bessere Wirtschaft, glückliche Familien. Langfristig sinkt die Lebensqualität aber durch Ressourcenknappheit. Das Problem? Jede Generation hat einen Anreiz, weiter zu wachsen, weil es für sie und ihre Kinder besser ist. Aber jeder weiteren Generation geht es dadurch schlechter. Es entsteht ein kontinuierlicher Rückgang der Lebensqualität und niemand kann sie stoppen, weil jede Generation denkt, für uns ist Wachstum besser. Parfit nennt das den Down-Escalator-Fall. Wir fahren die Rolltreppe nach unten und jede Generation drückt den Knopf weiter nach unten. Denn eine bestimmte Wachstumsrate liegt immer im Interesse der bestehenden Menschen und ihrer Kinder. Die Frage ist nun, können die späteren Generationen die früheren für ihre schlechtere Lebensqualität verantwortlich machen? Haben die früheren Generationen moralisch falsch gehandelt? Die zukünftigen Menschen würden schließlich ohne die Entscheidung für Wachstum gar nicht existieren. Wer also wird durch die Entscheidung für Wachstum geschädigt? Fall 3. Eine Gesellschaft muss über 2 Formen von Politik entscheiden. Politik A sieht vor, unsere Ressourcen zu schonen. Unsere Lebensqualität steigt dann langsam und stetig über Jahrhunderte. Politik B sieht vor, dass wir alle Ressourcen verbrauchen. Wir haben für die nächsten 200 Jahre einen kleinen Vorteil, danach fällt die Lebensqualität für Jahrhunderte drastisch ab. Die meisten von uns würden sich intuitiv für Politik A entscheiden und die Zukunft nicht für einen kleinen Vorteil heute opfern. Doch wer wird bei Politik B eigentlich geschädigt? Die Menschen in 200 Jahren, die unter Politik B leben, existieren schließlich nur, weil wir diese Politik gewählt haben. Hätten wir uns für Politik A entschieden, wären sie gar nicht geboren worden. Die Menschen, die unter Politik A besser leben würden, existieren im alternativen Szenario nicht. Niemand ist schlechter dran. Im Gegenteil, alle, die existieren, sind besser dran, weil sie überhaupt existieren. Und trotzdem fühlt sich Politik B falsch an. Warum? Stell dir nun 2 mögliche Welten vor. In Welt A leben 10 Milliarden Menschen mit fast perfekter Lebensqualität. In Welt Z leben hunderte Milliarden Menschen mit Leben, die gerade noch lebenswert sind. Sehr wenig Glück, viel Mühsal, aber immer noch besser, als gar nicht zu existieren. Nach dem sogenannten Total View Prinzip, der größten Gesamtsumme an Glück oder lebenswertem Erleben, ist Welt Z besser als Welt A. Warum? Weil die riesige Anzahl von Leben die geringe Qualität pro Person mehr als ausgleicht. Parfit nennt das die Repugnant Conclusion, die abscheuliche Schlussfolgerung. Für jede mögliche Bevölkerung mit sehr hoher Lebensqualität muss es eine viel größere Bevölkerung geben, deren Existenz in Summe besser wäre, obwohl ihre Mitglieder Leben haben, die gerade noch lebenswert sind. Die meisten von uns finden das abstoßend. Wir sagen, lieber eine kleine Welt mit glücklichen Menschen als eine riesige Welt mit kaum erträglichem Leben. Aber genau diese Intuition kollidiert mit dem Total View Prinzip, der klassischen utilitaristischen Ansicht, dass der Gesamtnutzen maximiert werden soll. Und das Total View Prinzip scheint auf den ersten Blick plausibel. Mehr Glück insgesamt ist doch besser, oder? Das Non-Identity-Problem hat uns gezeigt, manche Handlungen sind falsch, obwohl sie niemanden schlechter stellen. Die Repugnant Conclusion zeigt, manche Handlungen könnten gut sein, obwohl sie die Lebensqualität massiv senken, solange genug Menschen existieren. Beides zusammen zwingt uns zu einer neuen Theorie, die Parfit Theorie X nennt. Diese Theorie muss erklären können, wie wir Qualität und Quantität von Leben moralisch abwägen können, ohne zu abscheulichen oder kontraintuitiven Ergebnissen zu gelangen. Parfit löst das Problem nicht, er zeigt, wie tief es geht. Das Non-Identity-Problem und die Repugnant Conclusions sind 2 Seiten derselben Medaille. Unsere Intuition über Schaden, Wohlergehen und Zukunft sind inkonsistent. Wir brauchen eine neue Theorie, die sowohl die Quantität als auch die Qualität zukünftigen Lebens berücksichtigt. Parfit sagt nicht, was diese Theorie sein soll. Er sagt nur, wir müssen sie finden. Und genau das macht seine Arbeit so einflussreich.
Bis heute suchen Philosophen nach Theorie X. Was denkst du? Ist es wirklich falsch, Ressourcen zu verbrauchen, wenn dadurch niemand schlechter dran ist? Und würdest du lieber in Welt A leben, 10 Milliarden glückliche Menschen, oder in Welt Z, hunderte Milliarden Menschen, die gerade noch existieren können? Schreibe deine Gedanken gerne in die Kommentare. Wenn du meine Arbeit unterstützen und deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!